In meinem heutigen Video war was vollkommen anderes geplant. Und warum man mein Video auch nennen könnte, wie grill ich einen Märklin-Decoder? Oder als zweites, der schleichende TEE. Die dritte Alternative wäre, wenn kleine Falleautos vom Tokyo-Drift träumen. Oder ganz simpel, wenn einfach überhaupt nichts funktioniert. Ich habe trotzdem ein Video daraus gemacht. Der Rest wird nachgereicht, wenn es wieder funktioniert. Mein ursprünglicher Plan vom Video war, zwei Lokomotiven der Baureihe 74 zu vergleichen. Einmal die ältere Variante, die 3095, und eine neuere Variante, die Baureihe 74 aus dem Paket 29161. Das Ganze ist dann daran gescheitert, dass, bevor ich das Video überhaupt anfangen konnte zu drehen, bei den ersten Probefahrten mein älterer Dravo den Decoder von der neuen Lokomotive gegrillt hat. Ich habe hier als Alternative zu meiner Digitalzentrale immer den älteren Dravo Märklin, die Nummer 6671, bis jetzt vollkommen problemlos bei sämtlichen Decodern, die auch analog fahren, habe ich alle Videos bis jetzt mit dem Transformator gedreht, war überhaupt kein Problem. Aber bei dieser Lokomotive hat nach 3 Runden und zweimal die Richtung wechseln der Decoder seinen Geist aufgegeben. Der erste Richtungswechsel hat noch funktioniert, der zweite Richtungswechsel war dann so, dass die Lokomotive stehen geblieben ist, hat dann merkwürdig verbrannt gerochen und damit war der Decoder dahin. Ich habe dann kurz im Internet recherchiert, normalerweise dürfte es eigentlich kein Problem sein, die Digitaldecoder auch mit diesem Transformator zu steuern, aber die FX- und MFX-Decoder könnten ein Problem bekommen, weil beim Umschalten der Fahrtrichtung mit dem Transformator ein so hoher Stromimpuls entsteht, der den Decoder schädigen könnte. Bei den alten Delta-Decodern und so weiter ist es wohl kein Problem. Die Problematik hierbei ist jetzt, dass der Decoder dann nicht sagt, oh, es ist mir jetzt zu viel Strom, sondern dass er sich einfach verabschiedet. Die Lokomotive selbst, jetzt auf der Schiene stehend, reagiert bei dem normalen Transformator einfach gar nicht mehr. Und wenn ich die Digitalzentrale anschließe, dann schaltet diese einfach ab. Ich muss mal gucken, wie ich die Lokomotive jetzt wieder in Gang bekomme. Habe mir als Alternative einen neueren Transformator bestellt, sodass das in Zukunft nicht mehr vorkommen wird. Das könnte auch bei jeder anderen Lokomotive passieren, die mit einem solchen Decoder ausgestattet ist. Ich habe mir dann kurzerhand als Alternative von der NS Nederlands Spoorwegen die Baureihe 1200 oder 1200 auf die Schiene gestellt, die passenden Personenwagen ausgepackt. Hat auch alles soweit funktioniert. Damit dieser Zug nicht so alleine seine Runden dreht, habe ich mir dann den niederländischen TE Ram auf die Schiene gestellt, um ihn parallel fahren zu lassen. Da die Lokomotive aber auch noch nicht digitalisiert ist, habe ich jetzt nur diesen besagten blauen Transformator, um beide Lokomotiven oder beide Züge gleichzeitig zu steuern. Das hat aber zur Folge, dass entweder der TE Ram so langsam fährt, dass er in den Kurven teilweise stehen geblieben ist, oder wenn der die normale Geschwindigkeit hatte, dass meine Baureihe 1200 wie ein Schnellzug durch die Gegend gerast ist, sodass es nicht wirklich möglich war, beide Züge gleichzeitig fahren zu lassen. Und die dritte Idee, die ich hatte, war dann natürlich, die kleinen Fallerautos fahren zu lassen, während ich die Aufnahmen mache. Leider hatten die so ihre eigenen Ideen. Das heißt, am Anfang, wenn sie noch kalt aufgestellt waren, sind sie relativ langsam gefahren. Je wärmer sie dann wurden im Laufe der Zeit, umso schneller wurden sie und haben versucht, jede Kurve zu nutzen, um die Fahrbahn zu verlassen. Oder dann nachher bei runtergeregeltem Transformator in der nächsten Kurve einfach stehen zu bleiben. Ich habe jetzt trotzdem ein Video daraus gemacht, weil ich keine Zeit mehr hatte, jetzt mir alles hier komplett neu aufzustellen. Mit den beiden Dampflokomotiven, das werde ich nachholen. Ich möchte das Video natürlich erst machen, wenn beide wieder normal fahren, sodass man es auch im Fahrbetrieb sehen kann und nicht nur die Gehäuse vergleichen. Ich lasse jetzt die niederländische Baureihe 1200 ein paar Runden drehen, wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen und der Rest wird irgendwann nachgeholt. Hier haben wir dann die Baureihe 1200 von Märklin, die Nummer 3161. Der Karton, der dabei war, ist auch noch einigermaßen erhalten, aber wichtiger ist natürlich die Lokomotive. Diese wurde gebaut von 1981 bis 1983. Bei meinem Modell war sogar noch das Prüfsiegel dabei. Und die Lok befindet sich noch in einem ziemlich guten Zustand.
Die angehängten Wagen sind dreimal die Nummer 4049. Der niederländischen Staatsbahn nennt sich D-Zug Sitzwagen, hier die zweite Klasse. Auf der linken Seite das Doppelpfeilemblem. Und in dieser Variante wurde der Wagen gebaut von 1980 bis 1987. Dann habe ich noch einen Erste-Klasse-Wagen mit der Nummer 4117. Und interessant dabei hier ist die Schachtel. Und zwar wurden die Schachtelverschlüsse von Märklin neu gestaltet, das heißt neu gedruckt mit dem passenden Foto von dem Erste-Klasse-Wagen. Das Bild auf der Seite ist aber das gleiche geblieben wie bei dem Zweite-Klassen-D-Zugwagen. Warum das seitliche Bild auf dem Karton nicht geändert wurde, wird wohl für immer Märklins Geheimnis bleiben. So, das war's von mir mit meinem Video, bei dem heute mal überhaupt nichts wirklich funktioniert hat.
Ich danke euch trotzdem fürs Zuschauen. Demnächst gibt's wieder mehr. Und bis gleich.